eins vorab. Wenn Beitragsschulden in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht eure einzige Baustelle sind und noch andere Schulden bestehen, dann wendet euch bitte unbedingt an eine Schuldnerberatung. Erstens. Beiträge rückwirkend korrigieren. Wenn die Beiträge bereits in den Höchsttarif eingestuft wurden, ihr aber viel geringere Einkünfte hattet, könnt ihr die Beiträge korrigieren lassen und somit eure Schulden reduzieren. Weist der Versicherung nach, wie viel Geld ihr während der Zahlungslücke wirklich zur Verfügung hattet. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel Einkommenssteuerbescheide, Kontoauszüge oder Rechnungen für den nicht gezahlten Zeitraum einreicht. Fragt am besten nochmal bei der Versicherung nach, welche Nachweise akzeptiert werden. Manchmal genügt auch eine eidesstattliche Erklärung von euch. Zweitens. Eine Ratenzahlung beantragen. Wenn klar ist, dass ihr die Beiträge bald wieder ganz normal zahlen könnt, dann macht es Sinn, eine Ratenzahlung mit der gesetzlichen Versicherung zu vereinbaren. Wichtig ist, dass ihr die Raten immer pünktlich zahlt. Ab Eingang der ersten Rate bei der Krankenversicherung seid ihr im darauffolgenden Monat wieder voll krankenversichert und die ruhenden Leistungen werden beendet. Ihr habt aber nur einmalig diese Gelegenheit. Wenn ihr die Ratenzahlung auch nur einmal unterbrecht, dann ist es wahrscheinlich, dass die Krankenversicherung künftige Ratenzahlungsvorschläge ablehnt. Sie darf auch darauf bestehen, dass das Leistungsruhen erst endet, wenn der gesamte offene Betrag abgezahlt wurde. Drittens. Übernahme der Beiträge durch das Jobcenter. Einige von euch sind vielleicht partout gegen den Bezug von Sozialleistungen oder wurden sogar abgemeldet, weil sie nichts mehr mit der Behörde zu tun haben wollten. Hört mir trotzdem noch ein bisschen zu. Habt ihr gar kein Einkommen oder eure Einnahmen kommen so sehr unregelmäßig und sind eher gering, dann macht es vielleicht wirklich Sinn, Sozialleistungen zu beantragen. Schauen wir uns das mal genauer an. Wer hat Anspruch auf Sozialleistungen vom Jobcenter, das sogenannte Bürgergeld? Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und die 15 Jahre oder älter sind, Personen, die arbeitsfähig sind und Personen, die hilfebedürftig sind. Das bedeutet, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten, Miete und Krankenversicherung selbst zu bezahlen. Ihr könnt online in verschiedenen Rechnern berechnen lassen, ob ihr hilfebedürftig seid. Das Jobcenter muss außerdem prüfen, ob ihr durch die Krankenkassenbeiträge hilfebedürftig im Sinne der Sozialgesetzbücher werdet. Ist das der Fall, erhaltet ihr einen Zuschuss zu den Beiträgen der Krankenversicherung, nicht aber die Regelleistungen und einen Mietzuschuss. Schaut euch auch ganz genau den Bescheid an, den ihr am Ende vom Jobcenter bekommt. Manchmal vergessen die Jobcenter nämlich, die Beiträge der Krankenversicherung für euren Bedarf anzurechnen. Stellt gerne sofort einen Antrag bei eurem Jobcenter. Es reicht erstmal ein formloser Brief, in dem zum Beispiel steht: Hiermit beantrage ich Leistungen vom Jobcenter. Alle Formulare und Anlagen solltet ihr dann zeitnah nachreichen. Wenn der Antrag dann vollständig ist und bewilligt wurde, bekommt ihr nämlich die Leistungen, also auch Mietzahlungen und Krankenversicherungsbeiträge, rückwirkend zum 1. des Monats, mit dem ihr euren Antrag gestellt habt. Das Jobcenter zahlt allerdings nur die laufenden Beiträge ab Antragstellung, nicht aber die Schulden, die bereits vorher bestanden. Trotzdem eine gute Nachricht: Die Krankenversicherung darf nicht verlangen, dass die offenen Beiträge in Raten gezahlt werden, denn die Unterstützung durch das Jobcenter gilt als Existenzminimum. Wenn ihr es dennoch schafft, Raten zu zahlen, ist das natürlich ein Plus. Wenn ihr euch mit dem Kontakt mit dem Jobcenter überfordert fühlt, dann schaut mal, ob es eine allgemeine Sozialberatung in eurer Nähe gibt, die euch dabei unterstützen kann. Das sind zum einen Personen, auf die die Punkte eben gerade nicht zutreffen, und Personen, deren Aufenthaltstitel mit dem Bezug von Sozialleistungen erlischt. Auch EU-Bürgerinnen, die weniger als 5 Jahre in Deutschland leben und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, dürfen keine Sozialleistungen vom Jobcenter erhalten. Der Antragsprozess beim Jobcenter ist sehr bürokratisch und kann sich manchmal ganz schön hinziehen. Aber wenn ihr dafür am Ende sicher sein könnt, dass die Miete und die Krankenversicherung gezahlt werden, dann ist das schon nicht schlecht. Nummer 4. Gar nicht reagieren. Nein.
Das ist nicht wirklich eine Option. Ihr werdet nicht drum herum kommen, euch mit eurer Krankenversicherung auseinanderzusetzen. Wenn ihr gar nicht reagiert und keine medizinische Hilfe braucht, dann wird euch die gesetzliche Krankenversicherung nach einiger Zeit abmelden. Das darf sie tun, wenn die Krankenversicherung alles in ihrer Macht Stehende versucht hat, ihr Mitglied zu erreichen und es nach circa 6 Monaten nicht erreichbar war und auch keine Leistungen über die Versicherung abgerechnet wurden. Man wird dann als aus Deutschland verzogen eingestuft und die Versicherung wird beendet. Das passiert häufig, wenn Menschen obdachlos werden. Ich hoffe also, das betrifft euch nicht. Sobald ihr euch dann wieder anmeldet und klar ist, dass ihr die gesamte Zeit in Deutschland wart, müsst ihr auch die gesamte Versicherungslücke an Beiträgen nachzahlen. Wenn ihr euch gar nicht meldet und klar ist, dass ihr weiterhin in Deutschland lebt, das heißt, es werden Leistungen mit der Versicherung abgerechnet und die Versicherung weiß, dass die Briefe eingehen, dann tut ihr euch damit einfach keinen Gefallen. Gar nichts tun ist also gar keine gute Idee und ich würde es niemandem raten. Letztendlich bleibt das Problem der Schulden nämlich bestehen und das Problem wird nicht gelöst. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Falls nicht, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, was gefehlt hat. Oder vielleicht findet ihr auch eine Lösung in einem meiner anderen Videos. Lasst mir gerne ein Abo da.